Ja, stell dir vor, du stehst an der Passkontrolle und willst ausreisen oder wieder einreisen und der Grenzbeamte, der teilt dir mit, dein Pass, der wurde annulliert, ist nicht mehr gültig. Tausende, die sich einen Pass von Kuwait gekauft haben, die mussten das jetzt vor einiger Zeit möglicherweise erleben oder befürchten es zurzeit. Denn wie du vielleicht schon gehört hast, ist ähnlich wie in Zypern auch in Kuwait jetzt das passiert, wofür sich eigentlich alle fürchten, die sich eine zweite oder dritte Staatsbürgerschaft zulegen, dass nämlich ihre Pässe annulliert wurden, also die Staatsbürgerschaft natürlich gleich mit. Tausende, die sich einen Pass von Kuwait gekauft haben, müssen das, wie gesagt, jetzt fürchten. Und ja, hallo zusammen. Willkommen zu den fast täglichen Neuigkeiten über CBI-Programme. Heute haben wir eine wichtige Meldung aus Kuwait. Also seit August hat Kuwait über 12.000 Staatsbürgerschaften widerrufen. Und Ehefrauen beispielsweise, die müssen jetzt 15 Jahre im Land leben, bevor die auch den Pass ihres Ehepartners beantragen können. Zwei Quellen dazu, die blende ich dir hier gleich mit ein. Der erste stellvertretende Premierminister, der geht eben gegen den sogenannten Kauf von Loyalitäten und betrügerische Einbürgerung vor. Und die Regierung hat, so sagt er und so schreibt man, Maßnahmen ergriffen, darunter übrigens auch eine vertrauliche Hotline für die Meldung von Betrug mit doppelter Staatsbürgerschaft. Auch wenn wir hier ja nicht zu Staatsbürgerschaften in Kuwait beraten, aber es zeigt einfach, wie wichtig es ist, Beratern nicht zu vertrauen, die eben einen schnellen Weg oder Abkürzung zur Staatsbürgerschaft oder einem niedrigen Preis beispielsweise anbieten. Und man sollte sich auch wirklich gründlich überlegen, ob man seine erste Staatsbürgerschaft wirklich aufgibt. Viele, die bei uns im Beratungsgespräch landen, sprechen eben ja davon, weil sie einer möglichen Besteuerung nach Staatszugehörigkeit im Prinzip aus dem Weg gehen wollen oder vielleicht bei der Wiedereinsetzung der Wehrpflicht im Spannungs- oder Verteidigungsfall eben die Wehrpflicht vermeiden wollen. Die sprechen davon, dass sie ja, eben einen zweiten Pass oder dritten Pass kaufen wollen, um die deutsche Staatsbürgerschaft, die österreichische Staatsbürgerschaft oder schweizerische Staatsbürgerschaft gar abzulegen. Wir haben eben aus dem Fall Zypern ja auch gelernt, wir haben da ja auch schon drüber berichtet, dass es manchmal Jahre später ans Licht kommt und Pässe widerrufen werden können, wenn man eine Abkürzung gegangen ist, wenn man mit einem Berater sowas umgesetzt hat, der hier eben Bestechungsgelder bezahlt, um niedrigere Anforderungsschwellen erfüllen zu müssen. Ja, in Zypern hatte man ja alle Einbürgerungen zwischen 2017 und 2020 überprüft und die Investitionssumme, die war damals ja relativ hoch, 2 Millionen Euro. Und bei der Mehrzahl der Überprüfungen hat sich eben gezeigt, dass ja, die meisten nicht die vollständige Investitionssumme bezahlt hatten und trotzdem durch irgendwelche Zuwendungen an Beamte dann die Einbürgerung genehmigt worden ist und die Pässe ausgestellt worden sind. Und auch 2024 wurden schon wieder knapp 10 Pässe in Zypern aus dem gleichen Grund annulliert. Und auch in Kuwait übrigens wurde in der Vergangenheit schon, also vor Jahren schon, Kritikern beispielsweise, also Regierungskritikern, die Staatsbürgerschaft entzogen. Und das zeigt, dass manchmal solche Maßnahmen gar nicht richtig transparent sind und vielleicht auch nicht fair ablaufen. Der Widerruf der Staatsbürgerschaft, der kann schwerwiegende Folgen haben, denn die betroffene Person, ich stelle dir vor, du könntest das ja auch sein, die können plötzlich staatenlos werden, wenn sie eben keine weitere Staatsbürgerschaft haben. Und das bedeutet, dass sie keine Rechte mehr haben, vielleicht keinen Schutz mehr genießen können. Es kann Schwierigkeiten geben, wenn es darum geht, einen Arbeitsvertrag unterschreiben zu wollen oder eben Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen zu erhalten, wie beispielsweise einen Handyvertrag oder ein Bankkonto zu eröffnen. In manchen Fällen kann es eben auch zu einer Ausweisung führen. Die Frage ist nur, wohin würde man dann ausgewiesen. Deshalb nochmal ist es eben sehr, sehr entscheidend bei einem CBI-Programm, also ein Passport, eine zweite Staatsbürgerschaft durch Investment oder Spende, eben sehr, sehr vorsichtig bei der Auswahl der Anbieter zu sein, besonders dann, wenn man feststellt, der Anbieter, den ich da im Internet gefunden habe, der ist ja viel preiswerter als einige andere Anbieter. Also hier empfiehlt sich bei bei so einem wichtigen Element in deinem Plan B, hier also wirklich dir einen guten und zuverlässigen Partner auszuwählen. Überprüfe immer die Anforderungen und stell sicher, sag da auch nach, dass der Anbieter, mit dem du den Weg gehen willst, eben auch alles legal und transparent abwickelt. Ja. Und Versprechungen, wie gesagt, bei uns geht das viel schneller oder bei uns musst du weniger zahlen. Auf sowas würde ich mich in dem Fall in keinem Fall einlassen. Eine Staatsbürgerschaft, wie gesagt, ist ein sehr, sehr wertvolles Gut. Man sollte das auch nicht leichtfertig aufs Spiel setzen und sich eben auch sehr gut überlegen, ob man in seinem Plan B-Konzept wirklich integriert, das so zu gestalten, dass man auch seine deutsche oder österreichische oder andere europäische Staatsbürgerschaft abgibt. Also es gibt da, wir beraten dazu auch ganz andere Wege auch, mit einer zweiten Staatsbürgerschaft oder vielleicht sogar mit mehreren Golden Visa, die Freiheit zu erreichen,
die Sicherheit zu erreichen, wo man vielleicht denkt, das kann ich nur mit dem zweiten oder dritten Pass schaffen. Wir beraten ja zu mehr als 10 ganz legalen Programmen, eine zweite Staatsbürgerschaft durch Spende oder Investment zu bekommen. Übrigens auch zu 3 anderen Wegen, die auch dazu führen, dass man einen zweiten Pass oder eine zweite Staatsbürgerschaft bekommen kann. Wie du vielleicht schon weißt, ab 105.000 US-Dollar, da beginnt's, kann man im Prinzip sich ganz legal einbürgern lassen. Wem das suspekt vorkommt und wer vielleicht zweifelt, dass das legal ist, also man kann sich das so vorstellen, normalerweise musst du ja 5 bis 10 Jahre in den meisten Staaten leben, bis du ganz normal sowieso die zweite Staatsbürgerschaft beantragen kannst. In einigen Ländern übrigens auch nur wenige Monate. Auch dazu können wir dich beraten. Ein gutes Beispiel, um es jetzt hier schon vielleicht mal zu nennen, wäre die Dominikanische Republik. Dort musst du in bestimmten Konstellationen nur 6 Monate wohnen und kannst schon eine zweite Staatsbürgerschaft beantragen. Es gibt Länder, in denen du ungefähr 1 Jahr wohnen musst, ohne etwas zu investieren, ohne Geld zu spenden und dann ganz normal eine zweite Staatsbürgerschaft beantragen kannst. Aber all das auf unseren Webseiten oder im Beratungsgespräch. Aber nochmal zurück jetzt zum Fall von, in dem Fall Vanuatu, also 105.000 US-Dollar Spende. Wie funktioniert das? Wieso ist das legal? Also hättest du zum Beispiel in Vanuatu 10 Jahre gelebt, dann hättest du in den 10 Jahren dem Staat ja einen gewissen Vorteil gebracht, infolge von Steuereinnahmen oder infolge von anderen Beiträgen jetzt zur Gesellschaft und zur Wirtschaft. Und der Staat sagt einfach, okay, wir ermöglichen dir, indem du das, was wir in etwa von dir an Vorteilen gehabt hätten, von dir und deiner Familie, hättest du 10 Jahre bei uns gelebt, das abzukürzen, ganz legal, indem du uns eben diesen Betrag sofort direkt in die Staatskasse einzahlst. Also so funktioniert das jetzt rein rechtlich oder halt vom Denkmuster dieser Staaten, die das anbieten, durch eine einmalige Spende in den Staatsfonds beispielsweise. Einige Staaten bieten auch an Spenden an Universitäten beispielsweise, dort dann eben die Einbürgerung ganz legal zu bekommen. Und das ist ein Pass, der kein Pass zweiter Güte ist, sondern du hast die gleichen Rechte, natürlich auch die gleichen Pflichten wie jeder andere Staatsbürger auch. Übrigens hier an der Stelle schon mal ein kleiner Warnhinweis für diejenigen, die eine zweite Staatsbürgerschaft anstreben, weil sie nicht zum Wehrdienst gehen wollen, sollte in Deutschland oder in Europa die Wehrpflicht wieder eingesetzt werden im Spannungs- oder Verteidigungsfall. Pass also auf, wenn du dir einen Staat aussuchst, wo du gerne einen zweiten Pass dann entweder indem du dort wohnst oder durch eine Spende erhalten willst, dass es kein Staat ist, der dann auch eine Wehrpflicht hat. Gutes Beispiel wäre die Türkei. Der türkische Pass, den kann man ja auch sehr einfach erwerben, auch in einer sehr kurzen Zeit. Aber würdest du mit dem türkischen Pass in der Türkei wohnen, dann würde für dich und für deine Kinder eben dort auch möglicherweise die Wehrpflicht gelten. Also die Türkei hat eine Armee und eine Wehrpflicht. Auch wenn man sich natürlich in bestimmten Konstellationen freikaufen kann durch eine Einmalzahlung. Aber wer weiß, wie das in der Zukunft ist, wie das in 5 Jahren aussieht, wie das ist, wenn zum Beispiel auch die Türkei in einen Spannungsfall oder in einen Verteidigungsfall verwickelt sein würde. Ja, also gern finden wir in einem Beratungsgespräch gemeinsam heraus, welches ganz legale Programm am besten zu dir passt oder ob vielleicht auch 2 Golden Visa in deinem Pass, den du ja schon hast, dir die gleiche Freiheit vermitteln kann, die du dir wünschst. Und wir werden natürlich auch besprechen, wie man mit einem ganz preiswerten Pass, zum Beispiel von Vanuatu, in Verbindung mit einem goldenen Visa eben diesen einfachen Pass aufwerten kann, sodass er sogar besser ist als andere, viel, viel teurere Pässe. Weil viele denken, sie müssen oder sie können eigentlich nur dann ein CBI-Programm, also eine zweite Staatsbürgerschaft durch Investment oder Spende auswählen in einem Land, das unbedingt auch den Zugang zum Schengen-Raum hat. Aber wir werden dir zeigen, das muss gar nicht sein. Es geht bei der Wahl des passenden Programms weder um das passende Land unbedingt, in dem man dann wohnen möchte, noch nur um den Preis. Das Gesamtkonzept muss eben zu dir und deinen Zielen und zu deiner Familie, zu dem, was ihr erreichen wollt, passen. Und wenn dein Budget beispielsweise nur gering ist, beispielsweise willst du nur 150.000 Euro ausgeben, aber Pässe, die einen Schengen-Zugang haben, die kosten alle mehr als 200.000 Euro, dann kann man eben auch in den preiswerten Vanuatu-Pass oder Nauru-Pass oder Sierra Leone-Pass, den wir jetzt auch neuerdings anbieten, eben ein goldenes Visa für die Europäische Union hinzufügen. Wie geht das? Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel durch Investment ab 50.000 Euro in einem EU-Land oder vielleicht auch einen Arbeitsvertrag. Und es gibt noch ein paar andere Wege, dazu gern mehr auf unseren Webseiten oder im persönlichen
Gespräch. Worum wird es noch gehen in so einem Gespräch, wenn du das also jetzt weiter vertiefen willst? Also wir besprechen meistens so die 5 W-Fragen, zum Beispiel, warum willst du eigentlich so eine zweite Staatsbürgerschaft oder ein goldenes Visum? Also was ist das Hauptziel, um einfach zu sehen, womit erreichst du dein Ziel am besten? Wir besprechen alle 4 legalen Wege, die es gibt und schauen, gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, die dir schnell den Zugang zu einem Pass ermöglichen, vielleicht sogar ohne Investment. Generell eben darum, wie eine zweite Staatsbürgerschaft oder eine Aufenthaltserlaubnis auch in einem anderen Land, also ein Visum. Es muss nicht mal unbedingt ein goldenes Visum sein, es könnte ein permanentes Visum sein für vielleicht 4 Jahre, 5 Jahre oder 10 Jahre. Auch da gibt es sehr interessante Alternativen. Also wie dir das auch Reisefreiheit in Krisenzeiten ermöglichen. Also was der Pass kann, was das goldene Visum kann, also wo kann der Pass eventuell mehr, wo ist es aber vielleicht sogar besser, ein goldenes Visum zu haben anstelle einer zweiten Staatsbürgerschaft. Das alles findest du auf unseren Webseiten, aber besprechen wir natürlich auch im Beratungsgespräch. Vielleicht noch so ein paar spezielle Sachen, wie man durch eine weitere Staatsbürgerschaft auch die Schenkungs- und Erbschaftssteuer senken kann. Übrigens auch rechtliche Implikationen, die man unbedingt bedenken muss, wie so die Schritte wären, wenn man wirklich auf die deutsche Staatsbürgerschaft verzichten wollte, auch wenn wir ausdrücklich davon abraten oder zumindest dazu raten, sich das sehr, sehr gut zu überlegen. Wie wäre es, wenn man dann nachher die deutsche Staatsbürgerschaft wiedererlangen muss? Und eigentlich zeigen wir auch mal so 1, 2 Wege auf, warum oder wie man zum Beispiel auch einer Wehrpflicht ganz legal entgehen könnte, ohne die deutsche Staatsbürgerschaft abzulegen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das alles und noch mehr, das gerne in einem Beratungsgespräch oder informier dich auf unseren Webseiten. Also zum Beispiel die Webseite planbprojekt.com hat da viele Informationen, auch einige Videos auf unserem YouTube-Kanal beschäftigen sich schon mit diesem Thema. Ja, ich freue mich, von dir zu lesen und zu hören in den Kommentaren zum Video. Du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn du Fragen hast, oder du kannst das Kontaktformular ausfüllen auf meiner Seite planbprojekt.com. Rechts oben gibt es die Möglichkeit, das Beratungsgespräch zu buchen, aber darunter findest du auch die Möglichkeit, einfach nur mal einen Kontakt herzustellen, vielleicht ein paar Fragen zu stellen, dich vorzustellen oder deine Situation zu schildern. Ich freue mich, also von dir zu lesen, von dir zu hören oder dich bei einem unserer Seminare oder im Beratungsgespräch kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.